Hallo und willkommen zu einem sehr spannenden Thema. Willkommen bei den Matrixern, Shiva und Jonathan. ja, wir haben heute ein wirklich außerordentlich spannendes Thema. Eins, das wenig diskutiert wurde, überhaupt generell. Und für uns eigentlich so das wichtigste Thema ist, um die Matrix verlassen zu können. Da haben wir einiges an Erkenntnissen gewonnen, von denen wir euch heute berichten wollen. Ja, und zwar erinnert ihr euch ja, dass wir ein Video gebracht haben über die Statisten. Ja? Wir befinden uns ja in einer computergenerierten Realität und haben daher auch über die Statisten gesprochen in Form von, ja, könnte man fast sagen, anfassbaren Hologrammen, die eben in der Kulisse als Staffage dienen. Ne, kennt man ja zum Beispiel auch aus Filmen. Da werden ja immer Komparsen engagiert, also Statisten, die eben die Kulisse füllen sollen. Ne, in einem Café oder in einer anderen Außenszene, da werden ja häufig Statisten verwendet. Wir haben dann die Statisten auch unterteilt, also es sind nicht immer alles nur Statisten, sondern es gibt auch noch andere, die eben in der Kulisse arbeiten und dort eben ja, weiterhin dafür sorgen, dass eine Schöpferseele in einer bestimmten Realität, in der sie ausgesetzt worden ist, eben darin bekräftigt wird, oder die Statisten versuchen eben eine bestimmte Realität aufzuzeigen, damit die Schöpferseele sie als real existent akzeptieren kann. Da haben wir auch zum Beispiel über Wächter gesprochen. Wächter sind jene Figuren in unserer Matrix, die eben dafür sorgen, dass man ja, nicht in einen höheren Bewusstseinszustand kommt. Sobald einem Wächter also auffällt, man befindet sich in einem höheren Bewusstseinszustand, in einem dissoziativen Zustand, versuchen die natürlich in dem Moment die Schöpferseele aus diesem Zustand herauszubringen. Das ist ihre einzige Aufgabe, die ein Wächter hat. Aber wir haben auch noch eine neue Klassifizierung entdecken können, ja, die auch Wächter sind, könnte man sagen, aber ja, eben auch ihre Aufgabe haben und somit eigentlich auch kategorisch betrachtet eben zur Staffage gehören, aber mit einer ganz anderen Funktion. Genau, das Thema ist aber noch viel weitreichender. Es geht halt nicht nur um diese Wächter, sondern eben auch um Déjà-vus, um Erinnerungen und um Zeitschleifen. Ich hatte dazu ein spannendes Erlebnis. Wir haben ja bereits ein Video über Déjà-vus gemacht, über die Arten von Déjà-vus. Und jetzt wissen wir auch, wozu die Déjà-vus, wo sie wirklich herkommen und was ihre wahre Funktion eigentlich ist. Ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr creepy Geschichte, muss ich sagen, was ich da so erlebt habe. Und ja, eigentlich am besten erzähle ich einfach mal, was ich erlebt habe und dann sortieren wir die Sachen ein, würde ich sagen. Und zwar hatte ich einen Traum. Ja, also eigentlich war es anfangs ein ganz normaler Traum, dann hat aber die Traumszene gewechselt. Und ich wollte luzid werden und habe dafür ein abstraktes Element in meinen Traum eingebaut. Bei mir sind das immer seltsame Toilettenszenen, wo dann plötzlich Menschen anwesend sind, die Toilette im Freien steht und so weiter. Und dann wurde ich misstrauisch. Ich wurde so misstrauisch, dass ich nicht komplett luzid wurde, aber schon präluzid. Also mir war schon bewusster, irgendwas ist hier komisch. Genau, du warst auch dabei, standst neben mir. Die Toilette war dann plötzlich natürlich nicht mehr da. Denn dann ging es um was ganz Wichtiges, um was ganz anderes. Ja, wir standen irgendwo im Grünen und etwa 10 Meter vor uns war ein Tisch. Darauf war ein Mann angelehnt gesessen. Und ich ging einen Schritt auf ihn zu, weil mir kam der so bekannt vor, dieser Mann. Also es ist ein Bekannter von uns und mir war es aber nicht ganz klar. Aber mir kam er sehr bekannt vor und dachte mir, den muss ich mir näher angucken. Ich habe also einen Schritt gemacht. Im nächsten Moment, im nächsten Schritt hatte ich ein Déjà-vu. Während dieses Déjà-vus, das war nur eine Sekunde, ist ein Prozess abgelaufen, den mein Ego leider so sehr gefiltert hat, dass ich ihn nicht mehr wirklich erinnere. Aber während des Déjà-vus bin ich in die Erinnerung eingetreten, in die Erinnerung und in der gleichen
im gleichen Moment bin ich dann luzid im Alltag geworden. Das heißt, die komplette Hypnose und Amnesie, die uns von der Matrix auferlegt wurde, ist weggefallen. In dem Moment war die komplette Realität enttarnt. Im nächsten Schritt wurde ich dann aber enttarnt. Das war das Problem. Ich bin im nächsten Schritt auf diesen Mann zugegangen und in dem Moment habe ich mich schon verraten, dass ich jetzt plötzlich absolut luzid, 100% luzid im Alltag bin und völlig raus bin aus dieser Matrix-Hypnose. Du hast in dem Moment auch keine Emotionen mehr, aber du spielst dann die Emotionen. Und in dem Moment hatte ich das Gefühl, ich müsste jetzt vollkommen wütend sein. Bin auf diesen Mann zu und habe ihm eine Ohrfeige gegeben. Ne? Und gar nicht typisch für mich, weil im Alltag würde ich sowas nie tun. Da empfinde ich ja selten Wut. Aber in dem Moment dachte ich, ich müsste jetzt wütend spielen. Das kam dann einfach so, habe das getan. Und er war völlig unbeeindruckt. Und mir war dann noch sofort klar, weil die Realität enttarnt ist, warum das so ist, warum er völlig unbeeindruckt war. Denn vor mir saß nicht ein ganz gewöhnlicher Mann. Vor mir saß einer dieser Wächter. Wir haben sie jetzt Looper genannt. Looper erklären wir euch gleich noch, warum. Denn dieser Mann war ein Wesen aus einer höheren Dimension in einem Edgar-Kostüm. Ihr kennt ja Men in Black, da zieht sich dieses Alien, dieses Menschenkostüm an, Edgar-Kostüm. In Menschengestalt eben. Und wenn du luzid bist, ist alles enttarnt, du erkennst alles, du weißt dann plötzlich alles. Es ist einfach, du kennst das ja auch ein bisschen. Also Ja, du bist ja in diesem Moment eigentlich aus der Hypnose herausgetreten. genau. Ne? Also der Mensch innerhalb der Matrix befindet sich in der höchstmöglichen Hypnose. Und das erkennst du dann, das ist so krass. Und diese Hypnose dient dazu, damit man die Matrix auch so wahrnimmt, wie man sie wahrnimmt. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass man in dissoziativen Zuständen plötzlich die Statisten sieht. Plötzlich erkennt, dass die ganzen Gebäude nur aus Kulissen bestehen. So wie in so einer Hollywood-Westernstadt. Ne? Ja. Und diese Kulissen dann als richtig massive, reale Gebäude wahrnehmen zu können, dazu ist dann schon wichtig, dass sich die Schöpferseele in einem hypnotischen Zustand befindet, damit sie das nicht hinterfragt. Und Shiva ist es halt in dem Traum gelungen, ne, diese Hypnosebarriere zu durchbrechen und aus der Hypnose rauszukommen. Ist dann aber auf einen Looper gestoßen oder auf mehrere Looper. Genau. In dem Moment habe ich nämlich gesehen, dass da noch 2 weitere Looper anwesend waren. Es war eigentlich sehr spannend. Einfach auch der Moment, wo du völlig aus der Hypnose bist und du siehst, dass alles gespielt ist. Wir spielen jetzt gerade hier diesen Abschnitt. Wir sind ja gerade im Paraiso Verde. Wir spielen gerade hier Paraiso Verde, Gemeinschaft. Und dass alles gespielt ist, die Emotionen sind gespielt, dass du eigentlich alles nur so tust, als ob. Du tust so, als würdest du auf Toilette gehen, du tust so, als wärst du Fleischfresser oder Vegetarier, du tust so, als würdest du Bauchweh haben, alles. Es ist alles nur eine Rolle, die du spielst. Und das fällt dann alles weg. Du tust so, als wärst du wütend, würdest dich schämen, würdest dich schuldig fühlen. All das ist gespielt. Das Einzige, was nicht gespielt ist, ist wahre Liebe, aber das ist ein anderes Thema. Genau, in dem Moment ist eben alles enttarnt, alle Rollen, alle Spiele, alles ist weg. Und dann bin ich eben auf diesen Typen zu, habe versucht, ihn aus der Reserve zu locken, weil ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, aber wissen wollte, ob er erkannt hat, dass ich jetzt völlig luzid bin. Ist natürlich ein Fehler, ich darf mich gar nicht enttarnen, aber in dem Moment habe ich es gemacht. Und dann habe ich ihn gefragt. Und dann wusste ich in dem Moment auch, dass wir diesen Abschnitt, also unser Leben ist ja nicht chronologisch aufgebaut, sondern in Abschnitte eigentlich thematisch. Das siehst du dann da auch. Und wir spielen halt jetzt gerade den Abschnitt EPV, da sind wir jetzt gerade drinne. Und dann habe ich in dem Moment gesehen, dass wir diesen Abschnitt nicht zum ersten Mal spielen. Und dann habe ich ihn direkt gefragt, ja, wie oft spielen wir das denn hier schon? Und ich war total verwundert, weil er geradeaus gesagt hat, ja, 4-mal. Und dann wurde ich natürlich, weißt du das dann auch, in dem Moment wusste ich, ja, die dürfen ja gar nicht lügen, klar. Weil alles ist enttarnt, du weißt es dann einfach. Die dürfen in dem Moment nicht lügen, das ist ein Gesetz der Matrix. Wenn du sie fragst nach ihrem wahren Gesicht, müssen sie es dir zeigen. Und er hat dann geradeaus gesagt, ja, 4-mal. Und in dem Moment habe ich dann auch gemerkt, er war dann leicht genervt. Ja? Weil der Looper ist nämlich dafür zuständig, erstens
die Realität hier aufrechtzuerhalten und für Unterhaltung zu sorgen. Zum Beispiel gibt er Ideen wie, ja, was kann man da für Beispiele nehmen? Also die sind halt dafür zuständig, um Ideen zu liefern oder irgendwas anzuleiern, wie mal ein Fest zu machen oder grillen. Oder was Bestimmtes zu arbeiten oder zu unternehmen und so weiter. Die versuchen halt auch immer zu inspirieren. Ja, sie versuchen zu inspirieren, dass einem ja im Alltag nicht langweilig wird, man nicht zur Ruhe kommt, nicht in die Stille geht und maximal abgelenkt ist und ja, verhaftet eben in dieser Alltagsrealität. Ja, des Weiteren sind die auch dafür zuständig, sozusagen Dramen zu inszenieren, kleine Streitigkeiten zwischen Leuten und ja, eben, dass man immer unterhalten wird eigentlich. Ich habe ihn ja dann gefragt eben, also ich habe halt gesehen, dass die Looper dafür zuständig sind und wie oft wir eben zurückgeschickt wurden, 4-mal schon, zumindest in diesem Abschnitt. Und dann habe ich ihn eben gefragt, ja, warum er das immer wieder zulässt. Dass ich eben mich immer wieder erinnere, immer wieder luzid im Alltag werde, also dann aus der Hypnose rausfalle, und er meint, er kann es nicht verhindern. Es war nicht nur er darf es nicht, er kann es auch nicht. Er kann mir die Fähigkeit der Déjà-vus oder der Erinnerung nicht wegnehmen. Das ist eben meine Fähigkeit und er kann es nicht. Und das ist vielleicht bei vielen so. Jedenfalls habe ich mir wohl diese Fähigkeit im Speziellen ausgesucht, weil der Schritt, luzid im Alltag zu werden, ist zwar der erste Schritt, aber ohne diesen Schritt kannst du auch keine weiteren Schritte machen, um die Matrix zu verlassen. Jedenfalls ist es vielleicht keine besonders spannende Fähigkeit, aber irgendwie so betrachtet plötzlich doch ziemlich cool. Ja, du hast also dein Déjà-vu demnach benutzt, um eben lucide zu werden. Weil durch das Déjà-vu hast du ja erkannt, oh, diese Szene habe ich doch schon mal erlebt. Ja, es ist wie ein Portal. Du gehst wie über eine Brücke, durch ein Portal durch. Und wenn du da einmal drüber gegangen bist, kannst du auch nicht wieder zurückfallen. Das Portal ist geschlossen, die Brücke eingestürzt oder keine Ahnung. Wenn du luzid im Alltag bist, bleibst du luzid im Alltag. Die einzige Möglichkeit, wieder zurückzufallen, das sind die Looper. Richtig, die Looper, wenn denen nämlich auffällt, dass du luzid im Alltag geworden bist, tauchen die plötzlich auf, löschen deine Erinnerung, die Erinnerung daran, dass du luzide geworden bist, setzen dich dann einen bestimmten Zeitraum zurück und achten dabei darauf, dass du diese Situation nicht nochmal erlebst, ja, damit du wieder ein fester Bestandteil der Matrix bleibst. Und deswegen war er auch so genervt, denn er muss ja natürlich nicht nur mich wieder unter Hypnose setzen, Amnesie verpassen und mich in die Zeitschleife zurücksetzen. Nein, er muss die ganze Realität dieses Abschnitts neu rekonstruieren. Und zwar nicht nur für mich, sondern für alle Beteiligten des Abschnitts, weil ja alle anderen Anwesenden ja auch eben Teil dieses Abschnitts sind. Und ja, das scheint mir ein großer Aufwand gewesen zu sein. Entweder macht er das technisch oder gedanklich. Ich weiß nicht, wie er das wirklich macht, die Realität neu zu gestalten. Denn erstens darf ja auch die Situation nicht wieder auftreten. Das heißt, er muss sich da was Neues überlegen. Dann muss er es für alle Leute machen. Und ja, ich glaube, deswegen war er ziemlich not amused. Ja, er war nicht so begeistert davon. Er war gar nicht begeistert. Also. Und wenn er natürlich sagt, das ist schon 4-mal passiert, musste er den ganzen Aufwand 4-mal betreiben. Ja, aber spannend ist, vor einigen Jahren hatten wir auch eine Situation und da wurde uns gesagt, dass dieser Abschnitt schon hunderte Male von uns beiden gespielt wurde. Also da könnt ihr euch vorstellen, wie doof wir gewesen sind, dass wir uns immer wieder haben enttarnen lassen. Aber das ist auch das Gute, weil nach diesem Erlebnis jetzt haben wir intensiv darüber gesprochen und auch die Möglichkeiten erwägt, was man eben tun kann, um eben nicht mehr enttarnt zu werden. Mir war das bislang wohl nicht so klar. Auch wenn ich jetzt hier in diesem Alltag nicht luzid werde, sind wir ja mit allen anderen Realitäten energetisch verbunden. Und vielleicht hilft dann diese Information den alternativen Selbsten in den alternativen Realitäten. Und ja, der Trick ist eigentlich ganz einfach, nicht enttarnt zu werden. Richtig. Und zwar haben wir ja auch gesagt bei den Statisten, wenn ihr in den dissoziativen Zustand kommt und seht Statisten, fallt denen nicht auf. Beobachtet, sucht keinen Augenkontakt. Und so fällt es ja auch mit den Wächtern.
Dass Und den man, Loopern. und den Loopern. Dass man hier keinen Augenkontakt sucht zu den Wesen, damit die nicht erkennen, dass man sich jetzt in einem erhöhten Bewusstseinszustand befindet. Und wenn man darüber hinaus auch noch luzide im Alltag wird, ist es umso wichtiger, seine Rolle weiterhin zu spielen und nicht aufzufallen. Beobachten, keinen Augenkontakt suchen, Informationen sammeln. Das ist eigentlich das, womit man es dann hinbekommen kann, diese Luzidität im Alltag zu behalten. Genau. Ja, mein Traum ging dann noch ein bisschen weiter oder die Situation, denn plötzlich befand ich mich wieder im Bett, in meinem Bett, fand ich sehr spannend und ich bemerkte, dass unser beider Bewusstseine zurückgezogen wurden. Wir hatten unser Bewusstsein geteilt. Also wir sind beide einmal in diese Realität gegangen, wo ich eben luzid im Alltag wurde und gleichzeitig haben wir unser Bewusstsein geteilt und sind beide noch in eine parallele Realität gegangen, wo wohl Ähnliches stattgefunden hat. Und in dem Moment, wo ich wieder im Bett ankam und ich spürte, wie die so gesehen 4 Bewusstseinsanteile wieder zu uns zurückgekommen sind, dass Jonathan mir aus der anderen Realität in die Realität, wo ich jetzt aktuell war, oder wir beide aktuell waren, noch zugerufen hast du denn mit dieser Realität abgeschlossen? Ich fand das deswegen sehr spannend, dass du das mir rübergerufen hast, telepathisch in die andere Realität, weil ich in dem Moment dann wusste, ja, dass wir in mehreren Realitäten versuchen, luzid zu werden und im Speziellen eben diese Zeitschleifen zu durchbrechen. Also das ist schon sehr, sehr cool. Ja, dann bin ich noch mehr aufgewacht, habe meinen Kopf nach links gedreht gehabt und sah noch die Realität, in der ich gerade luzid geworden bin. Also ich habe noch die Wiese gesehen und diesen Menschen, Mann, Wesenheit dort habe ich stehen sehen. Und dann mit einem fast hämischen Ausdruck, innerlicher Ausdruck, hat er sich aufgelöst vor meinen Augen nach dem Motto, haha, ich kann das. Hat sich aufgelöst, ist zurück in seine Dimension. Ja, und dann habe ich nur noch die Wiese gesehen und ja, das Fenster hat sich dann auch geschlossen. Also diese Wesen diese Looper haben wirklich krasse Privilegien hier, oder? Oh ja, das auf jeden Fall. Und an dieser Stelle mag man sich jetzt fragen, ne, war das jetzt nur ein Traum, den Shiva da gehabt hat? Oder ist sie tatsächlich luzid im Alltag geworden? Der Looper tauchte auf, setzte die Erinnerung zurück und hat sie wieder ins Bett verfrachtet, um an dieser Stelle die Realität, die Zeitschleife neu beginnen zu lassen. Und alles, was sie noch erinnern konnte, war eben ein Traum. Aber für mich wirkte das, ich war ja halt schon sehr luzid, also für mich wirkte das gar nicht wie ein Traum, also nur teilweise. Und spannend war auch noch, ich habe dem ja zuerst eine gescheuert und dann wollte ich noch luzider werden. Und um luzider zu werden, versuche ich die Dinge ganz genau, normalerweise sehe ich halt dann ein bisschen unscharf, im Trübtraum ist klar. Und um noch luzider zu werden, bin ich eben ganz nah an das Gesicht des Mannes gegangen, wirklich so nah. Und habe ganz genau versucht, ihn zu erkennen und scharf zu stellen. Aber auch das hat ihn völlig unbeeindruckt gelassen, genau wie die Ohrfeige und alles andere. Ja, wundert mich ja auch nicht, weil er wusste ja genau, gleich schickt er mich zurück. Ja, Hat genau. ihn nicht beeindruckt, dass ich gerade noch wirklich auch hier noch, ich wollte luzid werden, obwohl ich schon luzid im Alltag war. Also ich war ja auch nur da angeschlossen mit meinem Bewusstsein, aber das wollte ich halt ganz luzid erleben. Es war ihm völlig egal. Fand ich schon cool. Ja, also man nimmt halt schon einiges an Erkenntnissen mit nach diesem Erlebnis. Plötzlich habe ich zum Beispiel auch eine Stimme im Kopf, die mir ständig sagt, also wenn wir die Matrix verlassen wollen, brauchen wir ja viel, viel, viel Energie. Und jetzt kann ich sehen, was alles uns Energie kostet. Das ist nicht nur vom Essen, jede Unterhaltung, jeder Gedanke, der unnütz ist, alles. Es ist so unglaublich viel und ja, bei jedem sagt jetzt meine Stimme immer Energieverschwendung. Und ja, wenn ich auf diese Stimme jetzt hören würde, ja, wäre ich einsam in einer Höhle mit dir und würde nur dissoziieren. Denn nicht nur durch die Dissoziation kannst du sehr, sehr viel Energie ansammeln, auch dadurch, dass du eben nicht mehr so sehr im Alltag involviert bist, dich also ein bisschen zurückziehst, meditierst und all das. Das hilft schon enorm, Energie zu sammeln. Wenig ist eigentlich sehr
sehr leicht ist. Ja, sowas eben eigentlich spart eine Menge Energie dann. Ne? Also schon erstaunlich. Ja, darum ist es auch so wichtig, dass man im dissoziativen Zustand oder darüber hinaus sogar luzide wird im Alltag, dass man das niemandem verrät. Nee. Ne? Man kennt das ja auch zum Beispiel aus Träumen, wenn man da luzid wird und sitzt dann vielleicht da mit einem Freund und dann fällt einem ein, wenn ich luzid bin, kann ich jetzt meinem Freund auch mitteilen, dass er luzid ist. Und dann redet man auf dem ein und versucht in einem Traum klarzumachen, ey, das hier alles ist ein Traum. Ne? Hör auf, da dich mit solchen unnützen Dingen zu beschäftigen. Erkenne, dass es ein Traum ist und so. Diese Versuche haben letztendlich auch immer meistens dazu geführt, dass man seine eigene Luzidität nämlich verloren hat. Und da sehen wir nämlich schon den Hinweis. Ne? Wenn du im Alltag luzide wirst, ist es wichtig, dass du es niemandem verrätst. Ne? Es für dich behältst und gar nicht erst auffällst, bei niemandem. Ne? Und wenn es dein bester Freund ist, ne? Dass du es für dich behältst und eben dadurch den Zustand aufrechterhalten kannst. Darum empfehle ich auch in luziden Träumen, dass man keine aktive Luzidität praktizieren soll. Das heißt, man fängt dann plötzlich an zu erschaffen, ne? Man holt sich seinen Lieblingsschauspieler und flirtet mit dem rum oder so. Ne? Soll man alles gar nicht tun, sondern in einem luziden Traum ist es wichtig, eine passive Luzidität zu praktizieren. Das bedeutet, man beobachtet, spielt seine Rolle in dem Traum, aber eben mit dem Vorteil, dass man völlig lucide dabei ist. Und so kann man auch optimal lernen in einem Traum. Lernen, mit seiner Wahrnehmung umzugehen, mit seiner Klarheit umzugehen und natürlich dann all die interessanten Informationen sammeln, die einem normalerweise in der aktiven Luzidität völlig entgangen wären. Genau, das ist dann nämlich der nächste Schritt. Denn sobald du einmal luzid bist, hast du ein vollständig klares Denken, weil ja nichts mehr getarnt wird. Und dann kannst du zum ersten Mal wirklich denken, also ganz klar, ohne dem, der immer zweifelt, bewertet, urteilt, dazwischen redet, wie auch immer. Du hast ein ganz klares, einfaches Denken, so eine irgendwie universelle Logik, würde ich sagen, die du dann aber auch brauchst. Du brauchst diesen Verstand, denn wie gesagt, das ist ja nur der erste Schritt. Und dann geht es ja darum, Informationen zu sammeln, diese auszuwerten, analysieren, um eben zu planen, was als nächstes getan werden kann und erarbeitet werden muss, um die Matrix zu verlassen. Ja, richtig. Auch ein Wächter zum Beispiel, wenn er erkennen würde, dass du dich in einem erhöhten Bewusstseinszustand mit Hilfe der spirituellen Dissoziation befindest, wird er dafür sorgen, dass du aus diesem Zustand rauskommst. Und manchmal dann auch vielleicht mit irgendeinem Effekt, der einem Angst macht. Ne? Und dann hast du mit dieser Erfahrung, mit der Dissoziation, dann plötzlich auch eine Angsterfahrung verknüpft, was es dir im Nachhinein vielleicht ein bisschen schwieriger macht, die Dissoziation zu erreichen. Und aus dem Grund ist es wichtig, im Beobachter zu bleiben, ne? Nicht aktiv zu werden. Spannend fand ich halt in diesem Zustand auch, dass du keinerlei Bewertung mehr hast, dass du keine Emotion mehr hast. Das heißt, du bist eigentlich raus aus der Dualität, die hat sich ja sozusagen vereint. Du siehst, es gibt kein Gut und Böse, hat nie existiert. Eine Handlung ist nur eine Handlung, das ist halt einfach so. Und Emotionen fallen eben aus dem Grund weg, weil jede Emotion eine Bewertung ist. Wenn du eine Situation erlebst, die du als positiv empfindest, drückst du das durch eine Emotion aus. Oder wenn du eine Situation erlebst, die du als negativ empfindest, drückst du das durch eine Emotion aus. Und ja, Emotionen sind Bewertungen und die fallen dann eben weg, weil die Dualität wegfällt. Und das ist sehr angenehm, sehr spannend auf jeden Fall. Sehr interessante Erfahrung, sich der Dualität zu entheben und daraufhin eben zu erkennen, wie alles miteinander zusammenspielt, dass alles nur Interpretationen von Erfahrungssequenzen sind, die wir wahrnehmen. Und darüber hinaus kann man eben immer klarer werden im Kopf. Ne? Die ganzen dualistischen Gedanken, die man im Kopf hat, fallen dann weg. Und das befreit schon sehr. Und verringert auch die Energieverschwendung. Ja, also ich habe auch durch dieses Erlebnis einen Teil, vielleicht nur einen kleinen Bruchteil davon mitgenommen. Ich hatte jetzt hier auch schon Situationen, wo ich plötzlich Menschen enttarnt haben oder die sich selbst getarnt haben und das konnte ich dann auch sofort erkennen, war sehr spannend. Und ja, es ist schön, die Realität zu sehen ohne diese Tarnung.
bin sehr gespannt, wenn wir dann irgendwann vollständig 100% da drin sind und nichts mehr getan ist. Ja. Jetzt mag sich der eine oder andere wundern und denkt sich, hä? Wie? Die wollen luzid im Alltag werden und wollen da nicht auffallen, aber erzählen es auf Video. Ja. Ne? Warum das denn? Wie gesagt, Wächter oder Looper interessieren sich nicht dafür, was du redest, Kein was Stück. du erzählst. Das interessiert die kein Stück. Das habe ich ja erlebt. Das ist Ja. völlig unbeeindruckt Ja, gewesen. völlig unbeeindruckt, das interessiert die gar nicht. Die interessiert das nur in dem aktiven Moment, wo du dich in diesem Zustand befindest. Das ist alles, was die interessiert. Und diesen Zustand wollen die verhindern. Ja. Na? Wenn du wieder raus bist aus dem Zustand, kannst du erzählen, was du willst. Interessiert die nicht. Also wichtig ist es eben einfach, Déjà-vus nutzen zu lernen, wenn man diese Fähigkeit hat. Wenn man sie nicht hat, gibt es bestimmt auch andere Möglichkeiten, um irgendwann luzid im Alltag zu werden, die wir nicht kennen. Wir kennen nur 2 Möglichkeiten, um eben irgendwann luzid zu werden: Déjà-vus oder eben schrittweise, was eigentlich jeder macht, schrittweise luzid werden. Oder fällt dir jetzt noch eine andere Möglichkeit an? Ja, das sind die beiden Möglichkeiten, richtig. Ne? Entweder macht man das Schritt für Schritt, wie es ja viele von euch höchstwahrscheinlich auch versuchen, luzid im Alltag zu werden, oder eben mit einem Mal. Ne? Also sehr spannend fand ich auch, wie du beschrieben hast, dass du in 3 Schritten, also nicht Schritte von Stufen, sondern Schritte, die du gemacht hast. Mit Ne? meinen Füßen. Mit den Füßen. Ne? Innerhalb von 3 Schritten die ganze Realität enttarnt hast. Ja, Das sind 3 Sekunden. das war in 3 Sekunden. Aber in den 3 Sekunden hat auch er mich dann enttarnt. Ja, genau. Aber gut, ich habe mich auch ziemlich schnell verraten, ne, mit meinem Ja, wütend bist du Spielen. eigentlich hier? Ja, was spinnst du? Warum machst du das? Warum schickst du mich in der Zeitschleife zurück? Ja. Ja, und das zeigt uns auch die langweilige Fähigkeit der Déjà-vus, nämlich noch eine ganz andere Kehrseite besitzen. Ne? Nämlich sie, die Déjà-vus, sind der Schlüssel, luzid im Alltag zu werden. Weißt du noch, dass wir früher immer, du hast mir das erzählt von den Terence McKenna, der doch bei den DMT-Elfen war. Und die sollen immer gesagt haben, dass die Déjà-vus das Portal sind, um die Matrix zu verlassen. Und die haben doch immer gemacht, Déjà-vu, Déjà-vu, Déjà-vu. Und ich habe mich ja immer gewundert. Und ich habe gesagt, ich habe doch so viele Déjà-vus. Wie kann ich denn damit die Matrix verlassen? Jetzt weiß ich es. Jetzt weißt du es genau. Und ja, das war auch so ein netter Hinweis von Terence McKenna, ne, dass eben diese Maschinenelfen, die ja schon im Bewusstsein viel weiter sind als wir, eben immer Déjà-vu, Déjà-vu gerufen haben. Das haben die ihm hinterher gerufen, wenn er wieder gehen musste. Ne? Sozusagen als Hinweis, ne? Denk an die Déjà-vus. Ne? Das ist der Schlüssel. Ne? Und das erklärt auch, warum viele Menschen, die Déjà-vus haben, sich immer wieder fragen, was kann man mit so einer Fähigkeit eigentlich anfangen? Ne? Ja, habe ich Ich mich auch laufe irgendwo gefragt. lang, genau, und habe plötzlich ein Déjà-vu. Ja, und dann? Ne? Und da merkt man jetzt, ne, Déjà-vu hat viel, viel mehr Potenzial, als man dann in diesem Moment, wo man eins wahrnimmt, vermuten würde. Sie sind auch ein bisschen gruselig, weil ein Déjà-vu bedeutet, dass du eine erneute Zeitschleife genommen hast und wie bei uns teilweise bis zu 1000 Mal. Aber sie haben natürlich, wie alles, eine Kehrseite. Ja. Stimmt, ja. Krass. Wir haben uns natürlich auch nicht gescheut zu überlegen, ob wir vielleicht nicht irgendeinen tollen Film oder eine tolle Serie finden, wo das vielleicht so ein bisschen drin vorkommt. Ja? Und da haben wir was gefunden. Wir müssen dazu sagen, wir haben das vor einem halben Jahr schon geschaut und da haben wir es halt einfach aus der Sicht des Matrix-Reinkarnationszyklus geschaut. Jetzt betrachten wir diese Serie mit ganz anderen Augen. Oh ja. Und zwar nennt sich die Serie Good Place. Und in dieser Serie geht es darum, dass eben eine Frau, nachdem sie verstorben ist, dann in den Himmel kommt. Ne? Und dort wird sie dann auch empfangen im Himmel und so, nämlich am Good Place. Und dann sagen sie auch, hey, du hast es geschafft, du bist zum Good Place gekommen. In dieser Serie wird auch sehr viel hantiert mit Zeitschleifen, mit Zeitreisen, mit anderen Realitätsebenen und. Also eine sehr lustige Serie auch, ne? Viel Komödie mit drin, würde ich sagen. Ja. Ne? Aber trotzdem echt super gemacht und ja, wir müssen Also- sagen, wer immer diese Serie geschrieben hat, ne? Entweder war er sehr intuitiv Ja.
Oder er hat schon irgendwo die Nachtigall singen hören. Wir wissen das nicht. Jedenfalls ist auch Luzidität im Alltag sozusagen Element davon. Nicht so, wie wir es jetzt beschrieben haben, aber schon eigentlich ähnlich. Ja, also der Serientipp für uns, was das Video und das Thema jetzt betrifft, mit Déjà-vus und luzid im Alltag werden, mit Looper und Wächter und dergleichen, empfehlen wir euch eben die Serie The Good Place. The Good Place. Richtig. Schaut mal rein und ja, sehr zu empfehlen. Ja, wir könnten, glaube ich, noch Stunden weiter über dieses Thema sprechen. Wir haben jedenfalls stundenlang, tagelang darüber gesprochen. Ich habe auch was dazu geschrieben. Wen das interessiert, kann das auch lesen. Da ist es ein bisschen ausführlicher. Das wird dann ein Gastartikel bei dir auf deinem Blog, auf matrixblogger.de könnt ihr das lesen. Auf matrixa.com werden wir das auch im Mitgliederbereich veröffentlichen. Diesen Artikel, der hat bestimmt 7, 8 Seiten, ich weiß es nicht, ist jedenfalls sehr lang ausführlich geworden. Und ja, es ist wirklich ein elementarer Bestandteil, um die Matrix verlassen zu können und ein wichtiger Schritt. Und danach folgen erst die weiteren. Ja. Jedenfalls super Erlebnis, was du da hattest, und du hast dann wenigstens etwas von den gelöschten Erinnerungen mit rübernehmen können in den Alltag, und ich will nicht wissen, wie viele hunderte Male einem das nicht gelungen ist, überhaupt eine Szene aus den gelöschten Sequenzen mit rüber zu retten. Ne? Aber diesmal hast du ja eigentlich so ganz gut einige Sequenzen mit rüber retten können, und das ist natürlich schon klasse. Ne? Also ich habe mich auch gewundert, warum eben es wäre wahrscheinlich nicht so geworden, wäre ich nicht mindestens präluzid geworden. Also irgendjemand in mir wollte, dass ich das mit rüber rette. Also ja, auf jeden Fall. Ja, sehr spannend, das ganze Thema, und wir dachten uns, dieses Video müssen wir euch unbedingt mitteilen, damit ihr auch noch eine weitere Kategorie der Figuren der Matrix kennenlernt, die es hier so gibt, nämlich die Looper. Wir haben uns viel Mühe gegeben, den Namen zu erschaffen. Ich habe gefragt, was heißt Zeitschleifen auf Englisch. Er sagt Time Loops und dann hat er gesagt Looper. Ja. Einfach, aber Super. cool. Genau, kurz und knackig. Aber klingt gut. Klingt schon cool. Ja. Ja. Aber eben, ja, gehören zu der Kategorie Wächter der Matrix. Ja, unbedingt. Ja, ihr Lieben, spannendes Thema. Ja. Unsere Senderzeit ist jetzt zu Ende. Richtig. Wir danken euch wie immer fürs Zuschauen. Wir freuen uns auch über Kommentare von euch, dass ihr vielleicht ähnliche Dinge erlebt habt. Wie geht ihr mit Déjà-vus um? Was habt ihr in Déjà-vus gesehen? Sind euch da irgendwelche Wesen aufgefallen, die man vielleicht mit den Looper assoziieren könnte? Und. Wir freuen uns über euer Feedback. Genau. Alles Liebe für euch. Alles Gute. Bis Ciao. bald. Tschüss.